Lasst euch mal gucken. So, aber noch einmal habe ich noch mein Tofu-Miso-Suppe. Das ist hier eine Sackgasse. Du blockierst echt den Weg. Obwohl du eigentlich viel zu groß bist für diesen Gang. Mineralmonster. Nee, Minenpflanze. Oh, habe ich Mineral gelesen. Egal. Vielleicht ist es auch Mineralien. Was auch Sinn ergibt, weil Pflanzen brauchen auch Mineralstoffe, um zu richtig wachsen zu können. Oh je, das macht schon. So. You're safe. You're safe. That's one. Was besiegt? One. Understood. So, alles gleich. Very impressive. You too. I believe we show great promise. Und Angst, oh mein Gott. So. Sie haben alle Level up. Das würde sich nicht ganz lohnen. Nehmen wir die Orangensuppe. Ich glaube, das ist ganz gut. Mehr Geld. Mehr Geld ist immer gut. Erfahrungspunkte auch. I take it. Das wollte ich hier. Okay, einmal da. So. Okay. Always one. Und was macht ihr so neben an diesem entspannten Wochenende? Okay. Oh Mann, diese Flammenwerfer. So. Autsch. Warum passiert sowas? Ständig. Leute, kann mich einer von euch heilen? Please? Ich sehe schon. Niemand will mich heilen. So, ja. Wahrscheinlich. Ah ja, ich habe meine eiserne Reserve hier. Aber diese Flamme, das ist echt nervig. So. That was really close. So. Ja, ich bleib stehen. Don't mess with me. So. Ah, kein Bock mehr auf dich. So. Erst auf den Techniker. Du gehst mir auf die Nerven. Au! Und PC geht bitte. Bildschirm geht bitte nicht aus. Stage breeze.
greater experience. So. Ah, dann. Forward, always one step ahead. So. Den nächsten Karte muss einfach kurz trinken, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, ich treffe Elle und die ist nicht ganz am Ende. Irgendein in diesen Zwischenminenräumen auf jeden Fall. Irgendwie so. Understood. How about an encore? Understood. We were so awesome. Und noch einen gehabt, dann müsste Ron auch sein Level abkriegen. Und Geld bekommen, yay! So. Da muss ich hin. Okay. So. Ach, nochmal über die Brücke. Okay, noch eine Brücke. Blöder Flammenheini. Was du eigentlich? Was wiederbeleben, Leia? Ja, auferstehen. Benutzt doch das bitte, Leia. Wärst du so freundlich? Understood. One step ahead. Forward. Very impressive. You too. I believe we show great promise. So. Ich glaube, da reicht auch das Sandwich aus. Ich weiß, Milla freut sich, sie kann viel essen, aber wahrscheinlich freut es sie nicht sogar, weil es alles kleine Portionen sind. Ja, Milla, was ist alles mit ihren Hunger? Das könnte echt ich sein. Also teilweise habe ich echt so Phasen. Ich kann essen ohne Ende, so gefühlt. Ja, da sehen wir glaube ich, mit uns ein bisschen ähnlich, ich und Milla. Ach, und hier oben sieht man auch, hätte man auch die Items sehen können, die man kriegen kann. So. Oh, ich glaube, so langsam sind wir auch am Ende dieses Dungeons. Mal gucken, wie lange ich heute machen möchte. Ich würde auf jeden Fall eine Mittagspause einlegen wollen, weil ich noch kein Mittag gegessen habe. Ich könnte auch heute etwas länger, je nachdem, wie es zeitlich aussieht. Ich hatte eigentlich ursprünglich vorgehabt, mich mit einer Freundin zu treffen zum Halbmumik anschauen, die DVD. Sie muss aber heute spontan arbeiten, sie muss einspringen. Und vielleicht, wenn sie nachher fit genug ist, können wir Halbmumik anschauen. Mal gucken, wie lange ich dann machen will. Aber ich denke mal, Abend ist für mich so ab 18 bis 20 Uhr ist für mich Abend so. Die Uhrzeit, wie es gesagt. Oh ja. Mal gucken, wie lange. Ist natürlich immer abhängig, wie lange meine Ausdauer mitmacht. Weil ich will jetzt nicht, ich brauche mich auch schon ein paar Pausen. Ich will jetzt nicht so aussehen wie so manche andere, die jeden Tag irgendwie 6 Stunden streamen können. Das auf jeden Fall nicht. Das kann ich auch nicht. So, noch einen Tee trinken. Und dann will ich schon mal den Halsballon schnappen. So. Aber wie Stimme was. Achso, ja, dann nimm den mit. Hier ist eine Truhe. Also wenn Elize auch wieder so, sollte ich vielleicht auch mal ein paar Kräuter verteilen und alle mit pumpen.
Here we go. Und hier sind jetzt auch andere gehen jetzt nicht mehr die Flammenwerfer-Gegner. Die waren echt nervig. Flammenwerfer-Gegner kann sich zur selben Kategorie einreihen wie die Dingens-Gegner. Und Rowan, warum stirbst du die ganze Zeit? Ah! Rowan, nein! So, versuch mal, Rowan bitte wieder zu beleben. So. Gott, Rowan. Ich glaube, unser alter Opi braucht eine Pause auf jeden Fall, gleich nachdem Elize und Xillia da sind. Tja, ich glaube, sonst muss er früher in Rente gehen, als ihm lieb ist. Und im Grunde einen alten Heimkanten. Understood. That's one. Quite a predicament. Don't worry. I'm here with Oh Gott. Wir haben Limit. Understood. Is fighting the only answer? Oh, dann... Ach ja, dreimal habe ich noch mein Sandwich. Dann brauche ich wirklich was beides heilt. So, ihr kriegt TP und du KP. Da war was. Nein, hier Map. I see. Hier ist Sackgasse. Ach, das ist ein Container wahrscheinlich. Ist das ein Käfig? Weil ich glaube, so ähnlich sahen ja auch die Käfige in Pokémon Pokémon Range auch so ein bisschen containermäßig. Und hier. Und da sind. Ah, das ist Elize. Und Elvin ist bestimmt nicht weit. Und Elvin ist da auch. Alvin, pull yourself together, Alvin. The gang's all here. I thought this was up to me. I'll heal you right away. Elize? What should I do? What's wrong? You appear unhurt. And look, T-Bow's here too. Glad you're okay. Hey, let's play. But first, give me a name. Huh? Hey, let's play. But first, give me a name. What's going on? Hey, let's play. But first, give me a name. One of the Exodus agents ripped something out of Tipo. And that's all he's been saying since. So he really was just a machine all along. A toy. A toy? Yeah, a stuffed animal designed to move and talk by itself. He wasn't a toy. He was my friend. Alvin, what happened to the Exodus agents? I killed one of them. The other gave me the slip. Good work. What about Tipo? If we can get back whatever they pulled out of him, maybe he'll go back to normal. When did the Exodus agent leave? Ages ago. Then the trail is cold. Trying to retrieve whatever they took will be a waste of time. We need to get moving. But couldn't you do both? Can't you help? If you wish to search for Exodus, I won't stop you. But that means we'll have to part ways. Very well. Let's get back to the city. Okay. Okay, wir sollen noch schon. Du, aber ich würde noch einmal den Rest erkunden. Ich glaube, das ist nicht so viel. Okay, und
Okay, sie kann trotzdem kämpfen. So, genau. Ich sagen, Milla darf auch eine Pause machen. Oder? Was haben wir noch mit Ereignissen? Noch mit Jude offen. Ne, Bibliothek, so, Titel. Für die gibt es auch Rang, deswegen versuche ich auch möglichst viel von denen zu kriegen. Jude und Elize, Jude und Rowan. Dann packen wir einmal Leia rein und dann für Elize. So. Das hast du für Arzt mit Elize. Heiler. Ja gut, das brauche ich doch nicht. Erholung, ja gut, nur Dingensart. Dann nevermind. Dann schnappen wir uns. Mache ich später. Ja. Warte, fast. Hier sind. Sie ist schon verwirrt. Packen wir es also auf die Shortcuts. Heiler und Erholungsring. So. Dann kann ich auch kämpfen. Und dann noch einmal mit dem. Ja, weil die etwas länger nicht da waren. Upsi. War noch ein bisschen was offen. Einmal. Immer noch die beiden. Auf dem nächsten Hallo Livsong, hi, hallo für den Raid. Ja, natürlich bekomme ich nichts. Ich bin doch viel zu fokussiert. Auf jeden Fall, hallo. Noch so, meine Alerts. Ich weiß nicht, hört mal den Alert im Stream, weil bei mir ist es so, im Stream, wenn ich die Alerts höre, hört mein Stream nicht und im Stream die nicht hört, dann, ich weiß nicht, wie es andersrum ist. I don't know. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, ich bin sehr verpeilt. Zu fokussiert auf einige Sachen. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, wie bist du in Fire Emblem gekommen? Hast du das nächste Kapitel geschafft überhaupt? So. Auf jeden Fall. Hallo, Zuschauer von Liv. Ich hoffe, euch geht's gut. Frag nicht, okay. Okay. Ich sehe schon, du brauchst auf jeden Fall Mirai's Fire Emblem Drill Camp. Bin dann immer noch chronisch verwirrt. Gott. Meinen an kann ich automatisch machen. So. Da schaut man einmal nicht auf den Chat und dann passiert sowas. Achso, war erst vor 3 Minuten. Na, dann nur vor 3 Minuten. Manchmal passiert es, dass ich was nicht mitkomme, dann eine Stunde später. Oh, ein Alerten-Stream ist auch gar. Oh, ein neuer Follow. Dumm, die dumm. Ich will also. Ja, gut. Muss man auch sagen. Also, es ist auch. Fire ist auch sehr komplex. Also, es kann in eine sehr komplexe Richtung gehen. Ist also. Ich habe auch so ziemlich fast alle Fire Emblems gespielt, die man in so im Westen kriegen kann. Mit Ausnahmen Power of Radiance und Radiant Dawn. Muss sagen, die irgendwie zu emulieren. Aber da musste ich auch irgendwie richtig dran sein für den Gamecube und Wii Emulator. Dass ich das auch alles gut zum Laufen kriege. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt, dass irgendwann vielleicht ein Port oder ein Remake kommt von Power of Radiance Radiant Dawn. Dann wären die auch halbwegs verfügbar. Also, so wenn man, ich sag, irgendwann bei Ausnahme von natürlich Free House. Free House ist natürlich sehr speziell. Also, ich sag also, wenn man kann von anderen jetzt zum Beispiel von Fire Emblem Sacred Stones auf Fire Emblem Awakening gut übertragen. Aber ich finde, und auch auf Free House übertragen, wenn man zum Beispiel Awakening vorgespielt, aber Free House ist wiederum so einzigartig, das kann man nur sagen, auf Free House übertragen und nicht wirklich auf andere Teile. So. Also jetzt nicht so, wenn du dich überhaupt für andere Teile überhaupt interessieren wirst. Also wie gesagt, für den DS, die beiden Teile, die gehen mehr in die Richtung Datingzimmer. Aber ich hatte jetzt so Glück, dank dir und noch ein paar andere Beispiele, einige Sachen auch. Ja, das stimmt auch, teilweise echt selbst drauf kommen oder solche Details, solche Tricks. Also das Spiel erklärt halt so eine grundlegende Sachen, so, ja, diese Funktion gibt es, aber
wenn du wirklich in die Tiefe gehen willst, das zu perfektionieren, dann, ja, musst du teilweise echt einen Geist reinschauen oder sonstigen. So. Dann war's mit Vorbereitung. Aber wie gesagt, wir waren, glaube ich, fast am Ende auch schon. Hier unten das Ende. Oh, hi, Gegner. Wer? Aber muss man sagen, oh, ich schieb Elbe zur Seite. Warte, so. Keine Ahnung, ja. Du willst mich auch einladen. Hallo, ich sag, Dimitri ist Haspando. Ich sag's doch. Und er wird später auch mega heiß. Ich finde, die englische Synchro von Pia ist auch gut, aber die japanische auch. Die sind beide sehr gut, finde ich, die beiden Synchros. Nach dem aktuell ist Tipo ausgeschaltet, weil Tipo nicht wirklich im Kampf eingesetzt werden kann. Lass mich meine Art machen. So. Dann halt so. Dann halt nicht. Ja, genau. Erst so. Wenn wir anfangs die Playoffs haben, also wenn du ein paar Support-Gespräche hast, ich weiß nicht, ob du schon ein paar Support-Gespräche freigeschaltet. Also das mit Sylvain ist echt nur überwiegend Fassade mit dem Playboy. Also klar, ein bisschen was auch, aber wenn du ihn näher kennst, ist es eine Fassade bei ihm. Aber so ein Tief in ihm drin ist er echt mega netter Typ. Also wirklich auch Haspando Material. Ich frage mich, wie du am Ende heiraten willst. Das auf jeden Fall. Oh, das. Achso, ja, hier. Da. Da wäre ich angepunktet. Ah ja, wie gesagt, wenn du, ich soll die Support-Gespräche halten eigentlich relativ schnell frei, also relativ fix. Und wenn es so weitergeht, genau, kann auch Frauen, das stimmt, aber nicht alle Frauen, also, ich weiß nicht, ich würde es nicht spoilern, wenn ich sage, welche Frauen, also du kannst nicht alle gay heiraten, also nur bestimmte Charakter. Auf mehr Ziel ist auf jeden Fall. Dieser Spiel zeigt es dir auch mit dem Support, bei dem du potenziell ein S-Support möglich wäre. Also da ist es auch möglich, das vom Spiel auch so zu sehen. Wenn es so weit geht. Ja. So. Gucken. Aber ich denke mal, machst du erstmal ich denke nur die Blue Lions oder hättest du auch Bock, die anderen Routen zu machen? Und wie gesagt, ich würde dir auch das DLC an Herz legen. Wie gesagt, da gibt es auch ein paar extra Charaktere, die du dann kriegen kannst. Ja gut, nicht direkt for free, du musst halt fürs DLC schon zahlen. Ah, you know what I mean. Du musst jetzt nicht mega dich dafür anstrengen, deine Werte zu boosten, Supports aufzubauen und so weiter, um Charaktere zu rekrutieren. Man muss auch sagen, sobald man, sag ich mal, das einmal gespielt Freehouse und ins New Game Plus reinkommt, dann ist es auch mega easy. Also, Alfred Schatz, so. Heilerlohn. So. Ich finde Claude bei der... Ja! Claude hat auch einen mega geilen Voice. Das stimmt, das stimmt. Oh ja. Wen ich auch mag, den Voice-Actor von einem DLC-Charakter ist der von Yuri. Der hat auch einen coolen Voice-Actor. Und charakterweise, also von den Blue Lines sind so meine Lieblingscharaktere.
Dimitri natürlich. Dimitri ist Husbando. Sylvain und Annette mag ich. Annette ist mega cute. Ich denke mal, ich muss mich erst in... Ja gut, okay. Okay. No breaks? So, Spiel Peace. Finish them off. Ich weiß nicht, wie man mein Controller hört. Ich smashe ordentlich die Buttons. So, ich habe auch noch nur Heilart und Elize. Ich hatte nicht lieber, aber... Achso, okay. Wie gesagt, ich habe nochmal geholt. Ich glaube, so ungefähr Kapitel 5 herum kannst du die Waffen reparieren. Oder du schmiedest deine kaputte Waffe, dann wird die automatisch... Also du upgradest quasi deine Waffe und dann wird die automatisch repariert. Das geht auch. You ready? Okay. Ich liebe von Treehouse. Ich bin auch echt übersättigt von Treehouse. Also ich habe ja alle Routen gespielt plus DLC. Einige Routen sogar zweimal. Und halt bei einem Kumpel halt zusammen, als er dann vor allem Routen von Treehouse gespielt hat, co-kommentiert. Ja, also Mitte 2000, das war ungefähr ein Jahr her, als wir dann endlich fertig wurden. Also, ja. Und bei einer anderen Frage habe ich zumindest angefangen, auch mit zu kommentieren. Da gab es nicht mit Miras Völker, so ganz. Ja. Ja. Ich war eine Zeit echt übersättigt von den Spielen. Deswegen habe ich auch, sag ich mal, echt eine Zeit auch selbst nicht gespielt. Weil gefühlt jeder von mich als Co-Kommentator haben wollte. Leia the Slayer! What? You like it? Gefühlt. It's your new nickname. Leia the Slayer! Mess with me and I'll beat ya! So. Ich habe ein bisschen Erfahrung vom Spiel. Ein klitzekleines bisschen nur. So. My stomach seems to be empty again. When do we eat? Ach, und jetzt, sobald man... Hey, warum nicht? Ja. Again with this one. Good performance, but terrible fuel efficiency. So. Ist bestimmt funny, ja. Stell dich drauf und bitte stell dich drauf ein. Weil ich mich extrem gut mit dem Spiel auskenne, kann ich aber etwas strenger sein. Verzeih, das ist dann nichts gegen dich dann, aber nur, ja. Bin aber jetzt erstmal raus, kleine mit der Kamera. Bis gleich. Okay, viel Spaß beim Spaziergang. So, ich bin auch... Aber ich weiß es. Okay, streng zurück. Okay, wir triezen uns auf nette Art und Weise, sag's mal so. Wir stechen uns an. Solange es nicht so persönlich ist. Nee, ich auch deine Sticheleien auch zu Scherze. Jo, dann bis später. Lauf ruhig die schöne große Runde mit dir, deiner Kleinen. So. Danke. Bundesart. Autsch. Außer Tipo ist eigentlich nicht in der Lage, wirklich irgendwas zu machen, außer diesen einen Satz zu sagen und die kann trotzdem kämpfen. Ich glaube, ohne Tipo wäre es auch ziemlich kampfunfähig, deswegen kann es, glaube ich, einfach nur für die Kämpfe so gelassen. Aber er ist, glaube ich, überwiegend auch ausgeschaltet im Kampf, glaube ich. Jeez, that was rough. So. Und hier kann ich, glaube ich, runter. Ah, da. Und da sind wir auch am Ende angekommen. Ich glaube, der kommt erst nach der Afterstory. Auf jeden Fall in Xillia 2 ist hier ein Boss, Alter. Der Boss ist, der hier in Xillia 2 auftaucht, das ist so... Der ist echt Cancer, das ist so... Uah. Viel zu schwer und...
echt mies. Da muss man echt... Man kann nicht so einfach drauf, muss echt gefühlt ständig alle Sekunden auf seinen Status schauen, ob was, wie seine aktuellen Schwächen und so weiter. Ich glaube, der Gegner ändert ständig seine Schwächen und Resistenzen. So. Matrosenduse für Elize. Hier. Ah, natürlich darf ich die stimmt. Hier ist dann das typische Tales-Syndrom. Ich kann. Achso, oh, ich kann nicht. Warum? Wahrscheinlich per irgendeine Cutscene. Dann, ich habe nur einen Heiligen. Ah, lohnt sich auch nicht. Hilfe. Dann müssen wir zurücklatschen. Edgy Badge, du kriegst mich nicht. Oh ja, hier oben. So. Ja, ich lenke gerade mit einer Hand. Den Controller, ich nehme, weil ich kurz was trinken muss. So, hier geht's, glaube ich. Halbwegs geradeaus. So, und hier einmal. So, und weiter geht's. So. Aber ich glaube, das, was Elize durchaus echt. Ah, da ist die I Brücke. don't recognize any of these landmarks. Am I lost? Nein, Milla, du hast dich nicht verlaufen. Ich weiß, wo es lang geht. I think so. Most likely. Aber ja. Aber andere, es geht noch. Hier ist es relativ linear. Andere dann sind noch verwirrender, finde ich persönlich. Und langer Screen. Cutscene. Elize, get back! Heel, you dogs, heel! My apologies if my pets frightened you. I had to sick them on some poachers. Zhao? What brings you lot here? I see you finally returned to this place, child. You remember it, do you? What's he talking about? This is the lab where the little lady was raised. The laboratory has been abandoned for some time, ever since we had that intruder. I take it that intruder was you, Alvin? Women's intuition, huh? I was investigating the boosters they were making here. What? So it was you. What's a booster? A gadget developed by Azul to ramp up the mana generated by the mana lobe. Elize is actually holding one right now. Tipo. The Spud's apparently a third-generation booster. So, you're just a gadget, Tipo? You have named me Tipo. Pleased to meet you. A booster reads the mind of its owner and speaks aloud his or her thoughts. So all this time, Tipo was just saying what's on Elise's mind? That's not true. Tipo was talking on his own. Tipo, you might be a machine, but you're still my friend, right? Nope. I'm just a machine, Elize. No! You're my friend! Nope. You are mistaken. I'm just a device that verbalizes your thoughts. Elize, I'm sorry. Tell us, big guy. Where are lonely little Elise's mommy and daddy? They are no longer with us. What? When you were just 4 years old,
Your parents were attacked by a bandit and murdered. I'll never see them again. Not Mother, not Father, not even Tipo. Hey, I know how bad this must. You still have your parents and friends! As if these people could ever understand how you feel. Elise, wait! Ugh, damn poachers again. Hold on. Why was Elize at this laboratory? Well, she was brought here. Sold, really. There was this woman who would gather up orphans and take them to the laboratory. What was her name? I don't suppose it was Isla. Yes, that's it. Isla. A poacher of children, you might say. I have no right telling you this, but please, never let that child be alone again. So, jetzt habe ich... Be careful. This place is crumbling down all around us. It's as Ja. if no human has set foot in here for years. Danke, Leute. Also, Elvins Wunde, so. How bad is your wound? Well, I failed at the job I was sent to do, and now you guys are here. The wound to my pride might be mortal. And now you've betrayed Exodus too. Yeah, well, don't worry about that. For all you know, I might have even staged all that. You're just the traitor type, aren't you? Yep, that's just who I am. Well, regardless, thanks for risking your life for us. My. You really are the honor student type. Yeah, that's just who I am. Und noch mehr Skits. I don't understand. What did Exodus take from Tipo? Alvin? Answering that would violate the mercenary client privilege, but whatever. I imagine they swiped his data memory. Basically, boosters need a compatible partner. And they said they'd never seen a more compatible match than Elize and Tipo. So I bet the data Tipo recorded is gonna be a big deal in the world of booster development. But what does Exodus want with boosters when they already have Spyrix? Sorry, I don't know the answer to that. But we do know one thing. Indeed. It certainly can't be anything good. So, das war's gar nicht. Ich glaube, jetzt sind Leia und Elise ja weggerannt. Nein, lass mich gehen. So. Dann einfach den beiden hinterher. Ah ja. Das war, glaube ich, schon ein Schock für Elise. Also ja, deine Vergangenheit ist so und so. Eigentlich, deine Eltern sind schon tot. Du wirst versklavt. Nice. Best Flashback ever oder so. How is she doing? She's fine. Well, as fine as can be expected, given what she's learned. Anyway, this place is dangerous. Let's get back to the city. So. Okay, und Elise Stalker. Noch So mehr. what's the deal with that giant guy in Elise? Is that her stalker or something? What's a stalker? It's like when someone's super obsessed with everything you do and follows you around. I see. So you would be Jude's stalker, for example. What? Milla, how could you? Doesn't it seem like that man knows the truth about Elise's past? Zhao seemed very concerned about Elise's well-being, but I don't know why. Zhao, you say? I've heard that name before. He might be a warrior of some renown. He has a remarkable talent for controlling monsters. Interesting. Und noch mehr Skits, weil ich weiß, wenn so eine Cutscene, sobald man eine Cutscene hat, dann wollen sie alle reden. Aber wirklich alle reden. So, und auf nach Shandu wahrscheinlich. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Ja, nicht so schöne Szenen. Something on your mind? Huh?
You haven't been yourself since we spoke to Zhao. Yeah. I heard you followed the bad guys into the hunting grounds. I was worried. Well, it was an eventful manhunt, but we made it back in one piece. I'm so sorry you all got dragged into this. What a horrible coincidence. Isla, you can drop the act. What do you mean? I really was worried about you. Why would I lie about that? Jude, what are you saying? I'm saying it was no coincidence we met Isla. Remember what those locals told us when the bell rang for the finals? At tournament time, any outsiders are either combatants or spectators. Right. I recall what she said when she came to help us. You folks don't look like you're from around here. What brings you to town? No one here would need to ask that. Not at tournament time. You were ordered to make contact with us. By Exodus. Isla, that's not true, is it? They said you'd never find out. They promised. But I had no choice in the matter. They blackmailed you, didn't they? They know your secret. Your former occupation. They asked, wouldn't it be a shame if Jurgen found out? What happened to the girl breaks my heart. But I had no choice back then either. Please don't tell Jurgen. He doesn't know. How could I tell him? He's a good man. But it's all in the past, isn't it? Your fiancé should know these things. You're a woman. How can you not understand this? I'm damaged goods. If he found out about my past, he'd leave me. I finally found happiness with Jurgen. For once in my life. Please, don't tell him. Please. I doubt I'll ever understand human love. It has so many rules and conditions. What should we do, Elize? You decide. Me? Why do I have to? This woman's actions affected you far more than us. There's nothing I can do to make it up to you. But please, forgive me. I just don't care anymore. Elize is all alone now, no matter what you do. We better try to find Jurgen. We need to talk to him about the wyverns. What's wrong, kid? Isla said there was nothing she could do to make it up to Elize. But did she actually try? Is there really nothing she can do? Isla is the only one who can answer that question. Yo, Jude, überhaupt nicht sensibel, so, ja, gleich mit der Tür ins Haus, also, du und du. Ist echt so. Riskantes Glücksspiel. Hey, sounds like they allow wagering at the Shandu Coliseum. Want to give it a shot? Leia really loves to gamble. Count me out. That's surprising. You seem like the type who would enjoy that sort of thing. Gambling's a big thing in my hometown. I've seen it go wrong time and time again. Oh, come on! We'd just be doing it for fun. The folks who lose their shirts all start out saying that. It's the first rule of betting. If you're just goofing around, don't gamble. If you want to gamble, don't goof around. So, in other words... Only gamble when you're willing to stake everything. Exactly. Little dramatic, don't you think? If you really want to play, I'm not going to stop you. Just some friendly advice. Alvin sure got serious all of a sudden. Maybe we should take his advice. Yeah, let's skip the gambling. Ja, Leute, spielt keine Glücksspiele. Diese eine Sidequest ist immer noch nicht... Eldons Bekannter. Aber wir haben neue Sidequests freigeschaltet. Also bevor wir zu Jürgen gehen... A visit to where? Sidequest. Oh, did you overhear that? It's nothing.
Just an acquaintance who lives here is all. Ja. Let's go. Du willst zeigen. Ich glaube, da waren die Weibern, da gehen wir als letztes hin. Die sagen, Jürgen darf warten. Ein bisschen. Und also, er steht wahrscheinlich auch so bei den Weibern und denkt so, wann kommen die endlich? Ihr habt noch eine Abmachung. Dauert es wirklich so lange? Ist es wirklich so gefährlich? Und wir so, ja, wir machen noch eine halbe Weltreise und so weiter und machen Sidequest. Who's this? My mother. She's not doing too well. I don't have a father or any siblings, so I have Violet look after her when I'm not around. Well, hello. Hi. It's nice to see you, Balin. Slipped out of your house to come play, did you? What a shame that Alfred isn't here to play with you now. Where did that boy go off to? What is she talking about? Leticia, Alfred's away at boarding school, remember? Oh, yes, that's right. That poor boy must be crying his eyes out. He's so shy, and he always gets so lonely. Don't worry. He sent a letter saying he's fine. Oh, yes, and that he'll come home for his next break. I promised we'd take a trip on the big boat when he does. I know. Alfred said he can't wait to go. You know what he said in his letter? He said he hoped that I wasn't crying. Isn't that funny? He's such a kind, thoughtful boy. Being away from our hometown has been tough on her. And my dad dying didn't help. All she talked about was how she wanted to go back home to the house we all lived in. Maybe she's happier now that she's forgotten all about that life. Oh. You've been doing all this for your mother? Yep. All these dirty jobs, it was all for Mommy. Touching tale, isn't it? Alvin, you don't have to be like this. Spare me your sympathy. It's all rotten in the end. It's enough to drive me crazy myself. Und damit haben wir den ersten Teil von Sidequest gemacht. Oh Gott, der arme Elvin. Excuse me. Got something to say? Listen. You know that I was an orphan too, right? If I hadn't gotten involved in that line of work, I never would have survived my childhood. In other words, don't say anything to Jürgen. Also, I don't want to look after Leticia anymore. And I want you to tell Exodus to leave me alone. I'm afraid I can't do that. Only Exodus can make the medicine my mother needs. And you're the only doctor shady enough to prescribe it. I don't want to do this anymore. I want to go straight. Sorry. But I think it's a fair price for keeping my mouth shut. How could you? All I want is to live happily with Jürgen. And you can. As long as he doesn't find out about your past. All done. But she's crying. Yeah, she's a big old crybaby. We're just gonna leave her like that? If you're so worried, go console her. Comfort the poor, tragic princess. Ja!
Im nächsten, so in einem Moment tut ein Element, im nächsten Moment Backstep ein Bam. So, was ist die nächste Sidequest? In der Arena. So. Da gibt es noch ein paar Ereignisse. Oh. Ach, da. Vorstellung Shandu. Remember that beautiful woman I saw you speaking to in Shandu? Carla? What about her? How odd that you never bothered to introduce me. Do you want to meet her? What's this? There's someone you want me to meet? Oh my. Well, I suppose it would be rude to refuse. Ja. Ja, wir haben alle Are you Sidequests okay? offen. We should stop and rest. No, I'm fine. You shouldn't push yourself. Ja, und wir sollen einmal pennen gehen. Aber ich will in die Arena. So, hier. Sag mir jetzt, was los ist. Ihr müsst die Meister des Gitarre-Clans sein. Ihr habt mein größtes Mitgefühl. Ich wünsche, ich könnte euch sagen, um das hier für euch leichter zu machen. Um was für uns leichter zu machen? Wir haben gewonnen, oder? Ihr habt doch noch nicht davon gehört? Tut mir leid, dass es ihr auf diese Weise erhält, aber der Endkampf wurde als Kopf-an-Kopf-Duell festgesetzt. Und wegen allem, was vorgefallen ist, haben die Schiedsrichter leider entschieden, dass er ungültig ist. Was? Aber sie haben die Regel zuerst gebrochen. Wir haben Milla nur verteidigt. Ja, ich sag euch, deswegen zählt der Verstoß eures Teams auch nicht. Das will ich auch hoffen. Komm schon wieder, sagt ihm gründlich die Meinung. Mir ist es relativ egal. Wir haben es nicht geschafft, alle Exodus-Mitglieder ranzukriegen, aber wir haben unser Ziel so gut wie erreicht. Außerdem konnte ich austesten, wie groß meine Kraft ist. Bist du sicher, Milla? Ich meine, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Mir ist es eigentlich egal. Aber ich habe eine Frage. Unser Gegner und die Organisatoren des Kampfes haben heimlich mit einer anderen Gruppe zusammengearbeitet, stimmt's? Korruption! Das ist leider wahr. Sie haben veranlasst, dass die Regeln geändert werden und schmuggelten die seltsamen Waffen in die Arena. Als ich es erfuhr, versuchte ich sie festnehmen zu lassen, aber sie konnten entkommen. Stimmt, gut, dass wir es jetzt wissen. Alles, was passiert ist, ist also ihre Schuld. Und wir sind diejenigen, die disqualifiziert werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bitte versteht doch, dieser Wettkampf hat eine lange und heilige Tradition. Wir können nicht zulassen, dass diese Blamage bekannt wird. Ihr verkündet also, dass der Kampf mit einer Disqualifikation endete und könnt so alles vertuschen. So geht es eben in der Erwachsenenwelt. Als Entschädigung geben wir euch beim nächsten Turnier gerne eine Top-Platzierung in der Setzliste. Wenn ihr wollt, können wir euch sogar Informationen zu den Gegnern beschaffen. Ich verzichte. Ich habe nicht vor, mein Leben für die Trophäe aufs Spiel zu setzen. Ja. Das ist passiert im Turnier. Wir haben gewonnen, aber irgendwie doch nicht. So. Und hier war noch irgendwie ein Typ. Will jetzt reden möchte, glaube ich. Da? Oder draußen vor der Arena. Gott, hier kann ich es echt schlecht erkennen, wer eine Sidequest hat. Oder ich gehe mal draußen vor ein Schiff. Vielleicht ist da etwas. Ist da eine Sidequest? So. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir gehen erstmal schlafen. Go to sleep, würde Morgana sagen. So. Habe ich eigentlich den Hack-Knoten? Irgendwo. Und Feder.
Weil irgendwo hatte ich doch das als Accessoire bekommen. Ach, da. Oder den, an den ich vorbeigerannt. Egal. Dann gehen wir ins Bett. Oder Cutscene. Eins von beiden, was zuerst kommt. Cutscene. You don't look so good. Maybe we should take a few days off. No, we can't afford to do that. Ah, ooh, ow, such agony. I think I just threw out my back again. Oh no! My, acute hiccup disorder. It's totally flaring up. That sounds pretty serious. You two need to get some rest. Please! Yes, please. Ow, ow, ow. Very well. I'd hoped to get an early start tomorrow, but I guess we can push our departure back a bit. Does your asperixis still hurt? No, not as much as before. Before? Before it was so bad that you passed out from the pain. Without the asperixis, I wouldn't be able to stand, let alone walk and fight. To me, there is no greater pain than having something to do and being unable to do it. Thanks to this, I can do what I have to. The pain is a small price to pay. How's Milla doing? She's pushing herself too hard. Milla's so composed that it's easy to forget sometimes. But the fact is, she's making a difficult journey after suffering a terribly debilitating injury. And taking it easy doesn't seem to be in her vocabulary. If only there was some way to alleviate her pain. Even just a little. If only we had a heart herb. Oh, of course. Heart herbs are renowned for their ability to relieve pain. Yeah, I learned about them in my pharmacology class. When used in aromatherapy, they're supposed to ease the tension in both body and mind. They're also rare, bordering on extinction. I wanted to get a heart herb for a special lady once, but I couldn't find one anywhere. I'm sure it won't be easy to find, but I want to try, for Milla's sake. Und da haben wir es auch so. Ich glaube, ich würde auch gleich nochmal mit Jürgen reden, weil ich irgendwie wegen dabei war. Einfach, weil vielleicht schalten sich dadurch ein paar Sidequests frei. So. Ah, da ist sie.